Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute melde ich mich aus der Tiefgarage. Grigi, mein Arbeitskollege und ich, wir machen heute das Service an Sunny. 3000 Kilometer sind Sunny und ich durch 8 verschiedene Länder gebraust und auf dieser Strecke ist so einiges passiert. Sunny musste wildesten Wetterbedingungen widerstehen, tausende Höhenmeter kraxeln und last but not least immer 200 Kilogramm mitschleifen. Es hat sicher die eine oder andere Spur hinterlassen. Was genau, das schauen wir uns jetzt an. Ab in die Reparaturhöhle zu Grigi. Jetzt werden Bremsen kontrolliert und Federung, oder Grigi? Und die Federung, ganz genau. Grigi kümmert sich derweil um die Gangschaltung. Er schaut, ob ich da alles richtig gemacht habe bei meinen kleinen Reparaturen. Micky hat mit der Vorderbremse nicht allzu viel gebremst. Grigi, was sagst du? Am Anfang, wenn sie noch nicht drin sind, so ist es irgendwo da oben. Und je mehr das abgekürzt sind, desto mehr wird es so und irgendwann ist es dann da oben. Und da ist es nachher gezogen, dann hast du gar keine Kraft mehr. So. Aber das ist gut. Kann man drinnen lassen. Einer der vorderen Stoßdämpfer klemmt ein bisschen, das schauen wir uns noch genau an. So wird jetzt das ganze Teil reingesteckt. Sauber runter und dann reindrehen. Mindestens 2 Umdrehungen. Gemeinsam macht es gleich viel mehr Spaß. Gell, Grigi? Kurzes Update von mir, ich bin K.O. Das Schrauben macht müde und durstig und für heute ist Feierabend. Guten Morgen, Tag 2 unserer Serviceaktion an Sunny. Grigi arbeitet schon wieder ganz brav. Hallo Grigilein! Grigi liegt am Boden und kümmert sich jetzt gerade um den Kettenspanner. Da freue ich mich natürlich darüber, weil Grigi gemeint hat, 2-mal Kette raus, das ist too much. So, geschwind testen, die verschiedenen Federungseinschläge. Aber es sollte gut kommen. Jetzt montiere ich einmal den Auspuff, aber es ist alles gut. Was schauen wir uns dann an, Grigi? Zylinder geschwind runter, Vergaser weg. Mal geschwind reinschauen, ist alles in Ordnung. Und dann wieder verbauen, damit es wieder bereit ist. Grigi ist ein sehr gewissenhafter und ruhiger Arbeiter. Er ist komplett immer 100% bei der Sache. Das finde ich sehr beeindruckend und das ist schön zum Beobachten. Außerdem hat Grigi ja den Motor für Sunny ausgesucht, einen Sachs 50-3 Dreigang-Motor und hat den komplett restauriert, damit er für meine Reise tiptop in Schuss ist. Das hat er natürlich fantastisch gemacht. Und zwar kümmere ich mich jetzt um den Hinterreifen. Ich werde das Pneu wechseln. Jetzt habe ich den Hinterreifen heraus. Der Kotflügel hat gestreift und dann hat es das ein bisschen abgeschabt. Sicherheitshalber wird das jetzt auch gleich getauscht, wenn der Grigi da ist. Er ist auch ein sehr, sehr guter Lehrmeister, denn er zeigt einem sehr ruhig und deutlich, was zu machen ist und wie man das macht. Lässt es dann im nächsten Schritt einen komplett selbst machen. Pneu wechseln ist jetzt nicht so meine Leidenschaft und deshalb habe ich mich jetzt kurz entschuldigt, um aufs WC zu gehen. Heimlich mir ein bisschen stärken mit Schokolade, aber sagt ja nichts in Grigi, bitte. Aus unerklärlichen Gründen plötzlich flutscht der Pneu gerade wieder so rauf und das Montieren des neuen Mantels war ein Kinderspiel. Also ich kann mir das jetzt selber nicht erklären, wie das passiert ist. Es ist jetzt 20 Uhr, Grigi und ich, wir schrauben immer noch. Das Service dauert, denn wir haben wirklich Sunny komplett auseinandergenommen. Und Grigilein, was sagst du? Top. Top? Zufrieden?
Ja, ist wieder besser. Die dürfte jetzt für die nächsten 10.000 Kilometer ready sein. Ja, und dann ist es auch leider langsam Zeit, mich von den Jungs zu verabschieden, weil sie ihre Fähre wieder nach Hause nehmen. Coole Sache gewesen, mit dir zusammen 3 Tage in der Tiefgarage zu verbringen und Sani wieder auf Vordermann zu bringen. Habe ich sehr genossen. Ich glaube, wie jeder da vom Team mit dir die Zeit, die Kunden, sehr viel gelacht, sehr viel Spaß gehabt. Und wir werden schon bald, oder ich hoffe es bald, dich wieder mal besuchen dürfen. So, ich habe gerade die Jungs verabschiedet und ja, ich hasse Abschiede. Besonders wenn man so viel Gaudi gemeinsam hat, dann fallen mir Abschiede immer sehr, sehr schwer. Aber es gibt natürlich jetzt sehr viel Ansporn weiterzufahren und das nächste Etappenziel zu erreichen, damit ich bald wieder auf die Jungs treffe und wir gemeinsam cruisen. Let's go!